Hallihallo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück zu Learn German with Falk, dem Uncut Podcast. Uncut, also ungeschnitten auf Deutsch. Das heißt, ich schneide dieses Video nicht. Ihr werdet alle meine und die ich zwischen dem, was ich sage, machen werde, die werdet ihr in diesem Video sehen. Auch alle meine Füllwörter, sowas wie naja oder diese Füllwörter. Aber ich bin, glaube ich, eine Person, die diese Füllwörter nicht so oft benutzt. Deshalb keine Sorge, ihr werdet davon hoffentlich nicht genervt sein. Also, ich habe gleich etwas mitgebracht. Und zwar, ja, heute habe ich keinen Tee hier. Wo ist mein Tee? Keiner hat mir einen Tee gemacht. Ich habe mir selber keinen Tee gemacht. Aber ich habe heute was anderes mitgebracht. Und zwar das hier. Center Shock. Kennt ihr Center Shocks? Center Shocks gibt es schon seit meiner Kindheit. Center Shocks. Das sind, ich versuche es mal in die Kamera zu halten, saurer Kaugummi. Das ist saurer Kaugummi. Center Shock. Und ihr seht, es gibt viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Also es gibt hier zum Beispiel dieses Lilane oder hier dieses Rote. Ich glaube, es steht auch hinten drauf. Es gibt zum Beispiel Apfel. Es gibt Apfelgeschmack, Kirschgeschmack, Kirschen, die roten kleinen Kirschen, die kennt ihr. Erdbeergeschmack von der Erdbeere und Cola-Geschmack. Und es gibt auch Blutorangengeschmack. Blutorangen, das klingt sehr exotisch. Also, Center Shocks sind, wie gesagt, Kaugummis, die ich schon seit meiner Kindheit kenne. Und sie sind sehr sauer. Das Lustige bei den Center Shocks ist, wenn du den Center Shock in den Mund nimmst und anfängst zu kauen, das ist kauen, wenn du den Kaugummi kaust, ja, deshalb heißt er Kaugummi. Also wenn du den Kaugummi anfängst zu kauen, dann kommt aus dem Kaugummi, ja, was ist das? So ein Gelee, so eine Paste und die ist unglaublich sauer. Unglaublich sauer. Man muss sehr aufpassen, wenn man Säure nicht mag, dann wirst du diesen Center Shock hassen. Aber wenn du diesen sauren Geschmack magst, dann wirst du auch Center Shock mögen. Aber also als ich ein Kind war, ich wollte nicht den Kaugummi stundenlang kauen. Ich wollte ihn nicht stundenlang für lange Zeit kauen. Ich wollte nur diesen Effekt haben. Also diesen ersten Effekt, wenn man anfängt zu kauen. Und dann verzieht man das Gesicht. Man verzieht das Gesicht. Und weil es so sauer ist. Und nur diesen Effekt wollten ich und meine Freunde als Kinder haben. Und ja, nach 1 oder 2 Minuten hat der Kaugummi auch nicht mehr geschmeckt. Dann haben wir den Kaugummi wieder weggeschmissen. Ja, ich weiß, nicht sehr umweltfreundlich vielleicht, aber eine lustige Kindheitserinnerung. Ich erinnere mich an die Center Shocks aus meiner Kindheit. Und wie gesagt, heutzutage gibt es immer noch Center Shocks. Heute in so einem Paket. Ihr seht, in dem Paket sind verpackte Center Shock einzeln. Und früher konnte man in einem Kiosk
also in einem kleinen Laden. Dort gibt es meistens auch Magazine, Zeitungen, vielleicht auch Getränke, ein Wasser vielleicht, also so ein kleiner Kiosk. Und dort konnte man auch einzelne Center Shocks kaufen. Früher. Und ich habe dann, glaube ich, immer mit meinem Taschengeld mir 3 oder 4 Center Shocks gekauft. Ein Center Shock hat, glaube ich, 10 Cent gekostet. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, ein Center Shock hat vielleicht sogar 5 Cent. 5 oder 10 Cent gekostet. Und damals sogar noch die Deutsche Mark. Also heute haben wir den Euro, die Währung in Deutschland. Die Währung ist heute der Euro. Aber vor 2000, vor dem Jahr 2000, war die Währung in Deutschland Deutsche Mark. Die Deutsche Mark. Und dann gab es auch Cents und 1 Mark, 2 Mark und so weiter. Also nicht Euro, sondern Mark. Und ja, ich glaube, von 5 Cent oder 10 Cent habe ich mir dann einen Center Shock gekauft. Für diesen Preis. Ja, eine schöne Erinnerung. Diese Kiosk-Art, also Kioske, wo man heute noch einzelne Center Shocks kaufen kann, die gibt es nicht mehr. Man muss mindestens ein Paket mit, wie viel Center Shocks sind da drin? Vielleicht 10 Center Shocks. Man muss also mindestens ein Paket mit 10 Center Shocks kaufen. Warum habe ich die Center Shocks hier? Falk, isst du noch Center Shocks? Nein, ich esse heutzutage keine Center Shocks mehr. Ah, übrigens, hier seht ihr dieses Bild. Ich zeige das nochmal. Das ist der Kaugummi. So sieht der Center Shock aus. Und da kommt dieser Gelee raus aus dem Kaugummi. Und das ist das, was so sauer ist. Genau, heute esse ich keine Center Shocks mehr. Mir reicht eine Zitrone. Aber ich habe das mitgebracht, weil ich das gerne als Souvenir mitbringe, meinen Freunden hier in Japan, dass sie mal Center Shocks probieren können. Ich weiß nicht, ob es in Japan etwas Ähnliches gibt. Ich glaube nicht. Deshalb glaube ich, dass es ein cooles, interessantes Souvenir ist. Und ja, darüber wollte ich einfach mal sprechen, ein bisschen über die Süßigkeiten. Denn Haribo, also Gummi, Haribo, Gummibärchen, Gummibären, die gibt es in Japan. Die gibt es, glaube ich, fast überall auf der Welt. Aber ja, deshalb ist das als Souvenir ein bisschen langweilig, weil die Leute das meistens schon kennen. Aber ja, Center Shocks, etwas, was nicht alle kennen. Ich weiß nicht, kennst du Center Shocks? Hast du schon mal in Deutschland oder ja in einem anderen Land Center Shocks gesehen? Übrigens hier. Sauer. Sauermix. Sauer. Sauer hat ja 2 Bedeutungen. Sauer ist der Geschmack, also zum Beispiel die Zitrone ist sauer oder der Center Shock ist sehr sauer. Ja, sauer, oh, der Geschmack. Und es gibt auch sauer für die Laune, für deine Stimmung. Zum Beispiel, wenn mir etwas Schlechtes passiert oder wenn es den ganzen Tag regnet oder wenn jemand nicht nett zu mir war, dann bin ich sauer. Sauer ist ein Synonym auch für wütend, also für meine Stimmung. Ich bin sauer, ich möchte das nicht. Warum hast du das gemacht? Sauer. Und
Ja, das wird sehr häufig verwendet. Das klingt komisch. Hä, du bist sauer? Wie eine Zitrone? Also, das ist nicht dieses Sauer, sondern das ist ein anderes Sauer. Und in Deutschland sagen wir, sauer macht lustig. Das ist aber nicht dieses, hä? Dieses Sauer macht nicht lustig. Das ist offensichtlich, das ist klar. Offensichtlich macht das nicht lustig. Aber dieses Sauer, dieses Center Shock oder dieses Zitronensauer, der Geschmack, das macht lustig, sagen wir auf Deutsch. Sauer macht lustig. Und deshalb, ja, wenn du diesen Kaugummi isst, oh, ja, das ist lustig. Zumindest als Kind war es lustig. Deshalb dieses Sprichwort stimmt vielleicht, ja, zum Teil. Zum Teil, teilweise stimmt dieses Sprichwort. Sauer macht lustig. Und ich esse sehr gerne saure Sachen. Und ja, Zitronen esse ich gerne. Oder auch ja, saure Orangen oder Mandarinen. Also sauer ist für mich fast noch besser als süß. Ich esse auch gerne saure Gurken. In Deutschland gibt es ja saure Gurken in einem großen Glas mit einem Deckel. Und die Gurken sind in einem Gurkenwasser eingelegt mit Salz, vielleicht auch ein bisschen Zucker, mit Senf. Aber wenn du die Gurken, normalerweise sind die so groß, die Gurken, wenn du sie aus dem Glas nimmst und isst, wenn du kaust, sie sind sehr sauer. Übrigens kauen, das ist kauen, aber wenn du das machst, das ist abbeißen. Du beißt ein Stück ab. Abbeißen und dann kauen. Und ja, wenn du abbeißt, das ist diese Gurke, diese saure Gurke ist sehr knackig. Knackig. Ja, also das ist knackig. Und dieses Knackige und das Saure, das sind zwei Dinge, die ich sehr mag. Und bei diesen sauren Gurken gibt es diesen leckeren Effekt. Oder eine Gurke muss knackig sein. Was denkst du? Eine Gurke, die nicht knackig ist? Das ist nicht für mich. Der Kaugummi ist natürlich, das Kaugummi ist natürlich hier nicht knackig, sondern das ja, ist sehr weich. Sehr weich, sehr leicht zu kauen. Übrigens, Kaugummis esse ich oder kaue ich eigentlich selten. Im Moment fast gar nicht. Also, was heißt fast gar nicht? Gar nicht. Ich weiß nicht warum. Früher habe ich sehr gerne Kaugummis gekaut. Heute nicht mehr so. Kann ich gar nicht sagen, warum. Aber Kaugummis sind für viele so ein bisschen so eine Art Stressabbau. Ja, wenn sie kauen, das beruhigt sie. Und ich habe sogar mal gelesen, dass wenn man Kaugummi kaut, dann benutzt man ja seine Kaumuskeln, seine Kiefermuskeln. Und das fördert das Blut, dass das Blut zum Gehirn fließt. Also dann kann man sich besser konzentrieren oder fokussieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Kannst du ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du denkst, dass ein Kaugummi gut für die Konzentration ist. Ja, also es fördert, dass das Blut zum Gehirn fließt und man sich dann konzentrieren kann. Das habe ich mal gelesen. Wie gesagt, ob das stimmt, muss vielleicht jeder selbst entscheiden. Vielleicht ist es individuell. Vielleicht probiere ich auch mal wieder so einen Center Shock. Vielleicht kann ich mich dann besser konzentrieren. Zumindest werde ich danach lustig sein. Denn sauer
macht ja lustig, haben wir heute gelernt. Vielleicht probiere ich das mal, aber nicht heute, nicht in diesem Video. Ich möchte das Video hier und jetzt beenden. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, dass du etwas Neues gelernt hast und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, ganz wichtig. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut und bis bald.